Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, Nina Walter. Schön, dass ihr wieder da seid. Ganz viele haben mich nach einem Pilates-Video gefragt. Das mache ich gerne für euch. Also dafür braucht ihr ein großes Handtuch. Ihr könnt das Handtuch so zusammenrollen. So, dann nehmt das Handtuch und setzt euch einfach drauf. So, setzt euch gerade hin. Nehmt beide Beine in Schneidersitz. Wenn es nicht geht, wenn jemand Probleme mit den Kniegelenken hat, dann kann man die Beine einfach nach vorne ausstrecken. Ja, sonst beide Beine in Schneidersitz, setzt euch gerade hin und wir fangen erstmal mit der Atmung an. Verlagert das Gewicht des Körpers gleichmäßig zwischen beiden Sitzbeinknochen. Hier der Schultergürtel befindet sich genau über dem Beckengürtel. Wirbelsäule ist lang, zieht hier mit dem Scheitelpunkt nach oben zur Decke und Steißbein sinkt schwer nach unten in das Handtuch hinein. Legt beide Hände seitlich an den Brustkorb, Schultergelenke nach außen und atmet durch die Nase in den seitlichen Brustkorb ein. Der Brustkorb weitet sich dabei nach außen, nach vorne und nach oben aus, durch leicht geöffneten Mund ausatmen, Rippen dabei schließen und nach unten Richtung Schambein ziehen. Nochmal durch die Nase ein und durch leicht geöffneten Mund aus. Bleibt dabei ganz locker im Gesicht. Beim Ausatmen möchte ich von euch so ein hölliges hören. In die Seitenarm und schließt deine Lippen und zieht nach unten Richtung Schambein. Behalte dabei die Länge in der Wirbelsäule. Mit Ausatmen lass deine Schulter nach unten sinken, deine Schulterblätter nach unten Richtung Hosentaschen fließen. Versuch mal Beine dabei locker zu lassen, nicht anspannen, ganz locker. Und zieht Schulter nach unten, Schulterblätter zum Becken. Und Wirbelsäule in die Länge. Nun legt eine Hand auf den Brustkorb, die andere Hand auf den Bauch. Atmet wieder in den seitlichen Brustkorb ein. Der Brustkorb hebt sich und mit Ausatmen nach unten sinken lassen und zieht Bauchnabel dabei nach innen zur Wirbelsäule. Nochmal in die Seiten ein. Und Brustbein nach unten sinken lassen. Aktiviert dabei Bauch-Beckenbodenmuskulatur, also zieht Bauchnabel nach innen. Und Beckenboden fährt wie ein Fahrstuhl von unten nach oben, wird in den Bauchraum eingesaugt. Auch hier bleiben Beine locker. Die Kraft und Energie sammeln sich noch hier im Bauch. Und noch 2 Atemzüge. Wirbelsäule bleibt lang, also nicht so machen. Zieht mit dem Scheitelpunkt nach oben zur Decke über sich hinauswachsen. Ein letztes Mal. Und Arme nach unten ausstrecken. Wir kreisen langsam Schultern nach hinten. Zieht beide Schultern hoch. Nach hinten Schulterblätter zueinander und dann wieder runter. Lass den Atem einfach fließen. Durch die Nase ein, durch leicht geöffneten Mund aus. Noch 4, 3, 2. Und das letzte Mal. Schulter nach unten. Wirbelsäule bleibt lang, Bauch, Beckenboden sind fest. Atmet zur Vorbereitung in den seitlichen Brustkorb ein. Der Brustkorb weitet sich wieder nach außen, nach vorne und nach oben aus, durch leicht geöffneten Mund. Ausatmen, Lippen schließen und gestreckte Arme langsam über die Seiten anheben. Zieht Arme dabei auseinander. Atmet ein und aus. Arme dabei immer über die Länge anheben. Zieht nach unten zum Boden, Schulter weg von den Ohren und nun Arme auseinander aus den Schultergelenken, Ellbogengelenken rausziehen. Durch die Nase ein, durch leicht geöffneten Mund. Aus. Auch hier die Kraft aus dem Bauch herausholen und die Arme bewegen sich einfach mit. In die Seiten ein und aus. Mach deine Arme
noch ein bisschen länger. Zieht aus den Schultergelenken raus. 4-mal nach. Noch 3. Mit jedem Atemzug Bauchnabel weiter nach innen zur Wirbelsäule einziehen. 2-mal. Und das letzte Mal Arme hoch. Bleibt hier halten, Schultern bleiben unten, der Nacken ist lang, also haltet einen großen Abstand zwischen Ohren und Schultern und nun gestreckte Arme aus dem Schultergelenk rauskreisen lassen. Erstmal nach vorne. Ganz kurze kleine Bewegung, kleine Kreise in der Luft. Lasst den Atem einfach fließen. Noch 4, 3, 2 und in andere Richtung nach hinten. 4. Schultern bleiben unten. 3, 2 und locker lassen. Bring beide Arme langsam nach unten und Schultern nacheinander nach hinten kreisen. Rechts, links. Weiche, geschmeidige Bewegung, ganz ohne Muskelkraft. Ganz locker. Noch 4, 3, 2 und geht langsam zur Mitte. So, atmet wieder in die Seiten des Brustkorbs ein. Brustkorb weitet sich nach rechts und nach links. Rippen schließen, zieht Bauchnabel nach innen und gestreckte Arme wieder über die Seiten, Schulterhöhe anheben. Atmet erneut ein mit Ausatmen. Schließt deine Rippen, stellt deine Westpedal hervor und dreht euch nach rechts. Das Becken bleibt dabei gerade, beide Hüftknochen zeigen nach vorne. Einatmen nach vorne zur Mitte und nach links. Geht wieder in die Mitte. Nehmt auch den Kopf mit, die Augen verfolgen den Raum. Zieht Arme auseinander. Nach vorne zur Mitte und nach links. Arme locker. Und immer über die Linke, auch hier. Rauswachsen und nach rechts drehen. Und nach links. Geht langsam zur Mitte und gestreckte Arme absinken. Und dann beide Beine nach vorne ausstrecken. So, Beine bleiben Hüftgelenk breit, parallel zueinander. Wirbelsäule ist lang, Bauch, Beckenboden sind fest. Bring beide Arme über die Seiten nach oben. Atmet wieder in den seitlichen Brustkorb ein. Schließ deine Rippen, zieh Bauchnabel nach innen und nach oben zu den Rippen und nach vorne beugen. Hier Rücken runden. Mit Einatmen Wirbel für Wirbel aufrichten. Also stell dir vor, hier vorne auf deinem Oberschenkel einen großen Ball und du beugst über diesen Ball. Es geht nicht darum, tief nach unten zu kommen, es geht darum, rund zu werden. Ich drehe für euch zur Seite, so, und dann könnt ihr mal gucken. Über einen großen Ball nach vorne beugen. Und aufrichten, wieder lang werden. Hier, Rippen schließen, Bauchnabel nach innen ziehen, Beckenboden von unten nach oben. Versucht mal Beine dabei locker zu lassen. Und wieder lang werden. Zieht nach oben zu Decke. 2-mal nach. Aufrichten und ein letztes Mal. Macht euch wieder lang und Arme über die Seiten absinken. Und dann Beine oberschulterbreit öffnen. So, jetzt kombinieren wir diese Übungen. So, der Schultergürtel bleibt auch hier über dem Beckengürtel, das Becken gerade. Beine ganz locker, also versucht mal Oberschenkel locker zu lassen. Das Gewicht des Körpers wieder gleichmäßig zwischen beiden Sitzbeinknochen verlagern. Arme nach unten ausgestreckt. Atmet in die Seiten des Brustkorbs ein. Schließt deine Rippen. Bauchnabel nach innen. Zieht Wirbelsäule in die Linke und Arme wieder über die Linke bis Schulterhöhe anheben. Atmet erneut ein. Mit Ausatmen dreht euch nach rechts. Speintest. Beine bleiben ganz ruhig, das Becken gerade. Atmet ein. Mit Ausatmen nach vorne beugen. Zieht mit der linken Hand zum rechten Fuß. Rücken runden, Kopf absinken.
Langsam Wirbel für Wirbel aufrichten. Zieht Arme auseinander und dreht euch langsam wieder zur Mitte. Atmet erneut ein. Ausatmen, wieder Rippen schließen. Stellt deine Westenteile vor. Zieht Arme auseinander. Immer hier auf der Schulterhöhe halten. Ein und mit Ausatmen nach vorne beugen. Rücken rund, den Kopf absenken. Zieht mit der rechten Hand zum linken Fuß. So, jetzt mit dem linken Arm nach oben zur Decke ziehen. Wirbel für Wirbel aufrichten. Und langsam zur Mitte. Noch einmal jede Seite ein. Zieht Arme auseinander. Atmet erneut ein. Mit Ausatmen nach vorne beugen. Langsam aufrichten. Und geht in die Mitte. Letztes Mal nach links. Ein und Schulter nach unten, zieht Wirbelsäule in die Länge, über sich hinauswachsen. Einatmen, nichts machen, mit Ausatmen nach vorne beugen. Rücken runter, Bauchnabel nach innen zur Wirbelsäule. Aufrichten. Und geht langsam wieder zur Mitte. Bringt beide Arme nach unten. Beine beugen, Füße nacheinander anstellen. Bringt Oberkörper nach vorne, Kopf absenken und kurz entspannen. Langsam Wirbel für Wirbel aufrichten. Schultern öffnen, Kopf anheben, macht euch lang. So, nun dreht euch mit mir in eine Richtung. Legt das Handtuch einfach unter das Becken. So, setzt euch ein bisschen drauf. Also nicht ganz draufsetzen, bleibt einfach daneben. Füße hüftgelenk breit anstellen, Wirbelsäule aufrichten. Verlangt das Gewicht des Körpers gleichmäßig zwischen beiden Sitzbeinknochen. Arme nach vorne ausstrecken, Schultern bleiben unten, Brusthöhe. Atmet in den seitlichen Brustkorb ein, schließt deine Rippen, zieht Bauchnabel nach innen und langsam Wirbel für Wirbel abrollen. Nur so weit wie es geht. Versucht mal Beine dabei locker zu lassen. Atmet erneut ein und mit Ausatmen aufrichten, macht euch lang und bringt den linken Arm nach hinten. Dreht euch zur linken Seite. Einatmen nach vorne zu mir und abrollen. Beine locker, aktiviert wieder Bauch, Beckenbodenmuskulatur. Erstmal lang werden und dreht euch nach rechts, rechten Arm zur Seite. Atmet ein und abrollen. In die Seite, Rippen schließen, drückt Bauchnabel gegen Wirbelsäule, aufrichten, lang werden und dann drehen. Nach links. Noch einmal. Und geht zur Mitte, legt beide Hände in die Kniekehle, Ellbogen zeigen nach außen, so Wirbelsäule ist lang, Bauch, Beckenboden sind fest, verlagert das Gewicht des Körpers nach hinten, Füße vom Boden lösen, nach hinten, hinter die Sitzbeinknochen. Achte darauf, dass die Wirbelsäule lang bleibt, also Rücken nicht runter, Wirbelsäule bleibt lang. Atmet wieder in die Seiten des Brustkorbs ein, schließt deine Rippen, Bauchnabel zur Wirbelsäule, linkes Bein nach oben strecken. Ein und rechtes Bein. Auch hier, Schultern öffnen, Kopf aus den Schultern raus. Bein strecken. Und noch einmal hier die Seite. Und atmet ein und mit Ausatmen versuchst mal beide Beine zusammenzustrecken. Wenn es nicht geht, nach oben, so ein bisschen mehr nach vorne. Aber Wirbelsäule bleibt lang. Und noch. Über sich hinauswachsen. Und zweimal noch. Und das letzte Mal. Beine beugen und Füße nacheinander anstellen. Bringt Oberkörper nach vorne, Kopf absenken, kurz entspannen.
langsam aufrichten. Schultern öffnen, Kopf anheben, macht euch lang. So, das Handtuch bleibt hier. Langsam Wirbel für Wirbel auf den Rücken abrollen. So, Kopf ablegen, Füße Hüftgelenk breit anstellen. Also legt das Handtuch genau unter das Becken, unter das Kreuzbein, also nicht unter den unteren Rücken. Der Rücken bleibt frei, genau unter das Becken, unter das Kreuzbein. Arme ganz ruhig am Körper ablegen. Also Arme, Schultern bleiben ganz locker. Hier ganz locker lassen, nicht anspannen. So, aktiviert wieder Bauch, Becken, Bodenmuskulatur. Atmet ein in die Seiten, schließt deine Rippen, drückt Bauchnabel nach innen und bringt linkes gebeugtes Bein hoch. Atmet ein, Fuß anstellen und rechtes Bein. Und der Winkel im Kniegelenk bleibt immer gleich, Bein nicht strecken. Versuch mal die Kraft dabei aus dem Bauch herauszuholen und das Bein locker zu lassen. Also versuch mal Oberschenkel ganz locker zu lassen. Die Kraft kommt nur aus dem Bauch. Und hier locker, lass deine Schlüsselbeine durch die Schultergelenke hindurchfließen. Ein und aus. Bein langsam nach unten bringen und lautlos anstellen. Also nicht fallen lassen. Atmet erneut ein und mit Ausatmen bringt beide Beine nach oben in den rechten Winkel. Rechter Winkel im Kniegelenk, rechter Winkel im Hüftgelenk. Nur bis über die Hüften anheben. Ganz schön langsam nach unten. Wieder lautlos anstellen und hoch. In die Seiten ein und Rippen schließen, drückt Bauchnabel gegen Wirbelsäule. Auch hier Schulter locker nicht hochziehen. 4-mal noch. Noch 3. 2. Und das letzte Mal hoch. Bleib hier halten. Arme nach außen öffnen. So, Arme wieder locker. 90 Grad im Kniegelenk, 90 Grad im Hüftgelenk. Atmet erneut ein und mit Ausatmen Beine nach außen öffnen. Bringt nach unten, unten schließen und dann wieder hoch. Kreist beide Beine aus den Hüftgelenken raus. Also die Bewegung findet nur hier im Hüftgelenk statt. Der Winkel im Kniegelenk bleibt unverändert, also Beine dabei nicht strecken. Öffnen, nach unten, unten schließen und hoch. Ein und aus. Beine nur so weit absenken, bis das Körperzentrum Bauch stabil bleibt. Noch 2-mal diese Richtung. Hoch und wir wechseln die Richtung. Bringt Beine erstmal nach unten. Atmet ein und mit Ausatmen unten öffnen und über die Seiten hoch, oben wieder zusammenschließen. Ein und aus. Auch hier die Kraft aus dem Bauch herausholen. Beine bleiben locker. Arme, Schultern locker lassen. Noch 2-mal. So, nun Füße nacheinander absinken und macht euch lang. Arme, Beine ausstrecken. Und das Gewicht des Körpers einfach in das Handtuch abgeben. So, und Beine beugen, Füße nacheinander anstellen. Bringt Arme nach vorne. Nun das Becken leicht anheben, bringt das Handtuch einfach weg. Das Becken ablegen und nehmt beide Beine nach oben in den rechten Winkel. Legt beide Hände an die Knie. Atmet in den seitlichen Brustkorb ein. Schließt deine Rippen, zieht Bauchnabel nach innen zur Wirbelsäule, Schulter weg von den Ohren und Kopf in einen langen Bogen anheben. Schaut hier auf die Knie, Nacken ist lang, also hier zwischen das Kinn und Brustbein bleibt immer eine Faustbreite. Atmet erneut ein, nun mit Ausatmen.
Linkes Bein nach vorne ausstrecken, legt beide Hände auf das rechte Knie. Und die Seiten wechseln. Einatmen, mit Ausatmen wechseln. Nicht so schnell. Ein und aus. Aus. Der Kopf bleibt immer oben, Nacken ist lang. Viermal noch. Noch drei. Zweimal noch. Und das letzte Mal. Beine beugen, Kopf ablegen. Knien zum Brustkorb anziehen und den Kopf langsam nach rechts und nach links rollen. So, Kopf zur Mitte. Nimm beide Beine nochmal nach oben im rechten Winkel. Rechter Winkel im Kniegelenk, rechter Winkel im Hüftgelenk. Leg beide Hände an die Knie. Atmet in die Seiten des Brustkorbs ein. Rippen schließen, drücken Bauchnabel gegen Wirbelsäule. Kopf und Schultern anheben. Bleib hier. Atmet erneut ein und mit Ausatmen. Beide Beine nach vorne und Arme über den Kopf nach hinten ausstrecken. Macht euch lang. Hier die Spannkraft. Und dann Arme über die Seite nach vorne, Beine beugen, legt beide Hände wieder auf die Knie. Ausatmen. Und einatmen geht zur Mitte. Macht es richtig lang. Der Kopf bleibt oben. Und aus. Viermal noch. Noch drei. Zwei. Und das letzte Mal. Geht zur Mitte und den Kopf ablegen. Knien zum Brustkorb und dreht den Kopf wieder nach rechts und nach links. So, Kopf zur Mitte, nun Arme am Körper ablegen. Beide Beine nach oben zur Decke ausstrecken. Bleiben Hüftgelenk breit, hier eine Linie, parallel zueinander. Arme, Schultern locker lassen. Atmet in die Seiten des Brustkorbs ein, schließt deine Rippen, drückt Bauchnabel gegen Wirbelsäule und nun dreht beide Beine über den Kopf nach hinten. Wenn das geht, das Becken anheben. Wenn es nicht geht, einfach nur so weit wie es geht, Beine nach hinten, über den Kopf nach hinten bringen. Und das Becken anheben, Beine parallel zum Boden und dann langsam Wirbel für Wirbel abrollen. Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule und das Becken wieder nach unten. Ein und Rippen schließen. Die Kraft kommt aus dem Bauch und hoch. Ganz schön langsam nach unten. Und zieht erstmal nach oben zur Decke und über den Kopf nach hinten. Wirbel für Wirbel nach unten. Zweimal noch. Und das letzte Mal. Bleib hier mit Einatmen. Beine hier öffnen und schließen. Und schließen. Versuch's mal, Schulter locker zu lassen. Der Nacken bleibt lang. Noch 4. 3. 2. Letztes Mal. Und langsam Wirbel für Wirbel abrollen. Beine beugen, leg beide Hände auf die Knie und das Becken nach rechts, nach links schaukeln lassen. So, zur Mitte. Füße nacheinander, Hüftgelenk breit anstecken. Die Fersen ein bisschen näher zum Gesäß.
Wieder eine Linie, Hüftgelenk, Kniegelenk, Fußgelenk, Fußspitzen zeigen nach vorne. Arme ganz ruhig am Körper ablegen. Atmet in die Seiten des Brustkorbs ein. Schließt deine Rippen. Aktiviert hier Bauch, Becken, Bodenmuskulatur und Bauchmuskulatur. Zieht das Becken langsam nach oben. Versuch's mal hier Po-Backen locker zu lassen. Nicht anzuspannen. Ganz locker. Und langsam wieder nach unten. Brustwirbelsäule, Wirbel für Wirbel. Lendenwirbelsäule, Kreuzbein ablegen. Und noch. Arme, Schulter locker. Wieder hier Schlüsselbeine durch die Schultergelenke hindurch schließen. Und stell dir vor, dass du mit jedem einzelnen Wirbel eine Weintraube zerdrückst. Ganz schön langsam nach unten. Und noch. Bauchmuskulatur zieht das Becken nach oben. Po-Backen locker. Und langsam abrollen. Zweimal noch. Und das letzte Mal nach oben. Bleibt hier halten. Verlagert das Gewicht auf den rechten Fuß, bringt linkes gebeugtes Bein nach oben. Atmet in die Seiten des Brustkorbs ein, schließt deine Rippen, drückt Bauchnabel gegen Wirbelsäule, Bein nach oben zur Decke ausstrecken und das gestreckte Bein absinken. Atmet ein und aus. Zieht nach oben zur Decke und nach vorne ins linke Bein aus dem Hüftgelenk, Kniegelenk rausziehen. Achte darauf, dass das Becken oben bleibt. Bleibt immer auf einer Höhe. Zweimal noch. Ein letztes Mal. Nun Bein nach oben zur Decke ausstrecken. Zieht mit Fußspitze nach oben und langsam Wirbel für Wirbel abrollen. Und linkes Bein beugen, Fuß anstellen. Atmet wieder ein, schließt deine Rippen, zieht Bauchnabel zur Wirbelsäule und aufrollen. Einatmen, Wirbel für Wirbel nach unten. Und nochmal hoch. Noch zweimal. Und das letzte Mal nach oben. Bleibt hier halten. Verlagert das Gewicht auf den linken Fuß, bringt rechtes gebeugtes Bein nach oben. Das Becken bleibt oben. Atmet ein, mit Ausatmen Bein nach oben ausstrecken und das gestreckte Bein absinken. Ein und aus. Zieht nach oben zur Decke und nach vorne ins Linke. Wieder aus dem Hüftgelenk, Kniegelenk raus. Noch zweimal. Und das letzte Mal. Und dann rechtes Bein nach oben ausstrecken, bleibt hier. Zieht nach oben zur Decke und das Becken langsam Wirbel für Wirbel abrollen. Und bleibt hier, nehmt auch linkes Bein dazu, Füße anziehen, Beine von hinten anfassen und gestreckte Beine Richtung Oberkörperfehler. Und nun Beine beugen, legt beide Hände auf die Knie, Knie zum Brustkorb und das Becken nach rechts, nach links schaukeln lassen. So, zur Mitte, Füße nacheinander anstellen und dreht euch langsam auf den Bauch. So, beide Beine nach hinten ausgestreckt, bleiben Hüftgelenk breit, Arm nach vorne ausstrecken. Kopf und Schultern leicht anheben, schaut dabei auf die Matte, also Kopf nicht überstrecken, nicht so weit nach unten, hier aus den Schultern rausdrücken. So, Arm nach vorne ausgestreckt, atmet wieder in die Seiten des Brustkorbs ein, schließt deine Rippen, zieht Bauchnabel nach oben und gestreckte Arme hier vorne kurz vom Boden lösen, nicht so hoch. Und beginnt Arme auf und ab zu bewegen.
Beine bleiben dabei ganz ruhig. Erstmal nur Arme. Schaut auf die Matte. Der Nacken bleibt lang und faltenfrei. Noch 4. Lass den Atem dabei fließen. 3, 2. Und langsam abrollen. Arme beugen, Kopf ablegen. Atmet erneut ein und mit Ausatmen beide Beine vom Boden lösen. Lang gestreckt und beginn Beine auf und ab zu bewegen. Noch 4, 3, 2 und locker lassen. Beine ablegen, Arme und Beine ausstrecken. Der Kopf bleibt oben. So, Schulter wieder weg von den Ohren. Zieht Schulterblätter aktiv zum Becken. Mit Fingerspitzen nach vorne, Arme und Beine vom Boden lösen. Und beginnt Arme und Beine auf und ab zu bewegen. Den Atem nicht anhalten. Durch die Nase ein, durch leicht geöffneten Mund aus. Noch 4, 3, 2 und locker lassen. Arme beugen, Kopf ablegen, kurz entspannen. Und nun legt beide Hände unter die Schultern, hinten auf die Fußspitzen abstützen und drückt euch nach oben in 4 Füßlerstand. Und hier eine richtige Position einnehmen. Die Hände befinden sich genau unter den Schultern, eine Linie. Die Knie unter den Hüften. So, Wirbelsäule ist lang, zieht Bauchnabel nach oben zur Wirbelsäule. Macht auch hier einen langen Hals. Atmet in die Seiten des Brustkorbs ein, schließt deine Lippen, zieht Bauchnabel nach oben und hier rechten Arm, linkes Bein ausstrecken, vom Boden lösen. Also stellt dir vor, dass Arm und Bein hier oben auf einem Tisch liegen. Also das Becken bleibt in neutraler Position, beide Hüftknochen zeigen nach vorne, vermeidet, dass der Bauch Richtung Boden durchgeht. Zieht nach oben zur Wirbelsäule. Und nun mit Einatmen. Arm und Bein beugen, hier Rücken runden, Kopf absenken, zieht mit dem Ellbogen zum Knie und macht euch wieder lang. Aus. Einatmen, Rücken runden und zieht Arm weit auseinander, macht euch richtig lang. Der linke Arm bleibt gestreckt. Zweimal noch. Ein letztes Mal. Arm und Bein ausstrecken, bleibt hier. Fuß flexen und bringt das linke Bein nach unten. Fuß auf die Fußspitze anstellen. Das Bein bleibt gestreckt. Atmet ein, zieht mit dem Arm nach oben zu decken. Dreht euch zu mir nach vorne. Hier Schultern öffnen, Brust raus. Und mit dem Arm weiter nach hinten kreisen. Atmet ein und dreht euch zu mir. Kreis mit dem Arm nach hinten. Hoch. Das Becken bleibt gerade. Linkes Bein lang gestreckt. Zweimal noch. Und das letzte Mal. Geht zur Mitte. Linkes Bein beugen, schiebt den Po nach hinten, setzt euch auf die Ferse. Und Arme nach vorne ausstrecken. Soweit es geht, nach vorne, Kopf absenken. Und dann langsam Wirbel für Wirbel aufrichten. Schultern öffnen, Kopf anheben, macht euch lang. So, dann bringt das Becken nach vorne, dreht euch mit dem Gesicht nach vorne zu mir. So, geht auf die Knie und erstmal bleibt hier in der Mitte, erstmal rechtes Bein zur Seite ausstrecken. Hier der Schultergürtel befindet sich genau über dem Beckengürtel. Arm zur Seite ausstrecken, Bauch, Beckenboden anspannen. Atmet in die Seiten des Brustkorbs ein, mit Ausatmen. Schließt deine Rippen, zieht Bauchnabel zur Wirbelsäule und dreht euch langsam nach rechts. Atmet erneut ein, mit Ausatmen.
Po nach hinten, bringt Oberkörper nach vorne, Wirbelsäule bleibt lang und zieht hier mit der linken Hand zum rechten Fuß. Mit dem rechten Arm nach oben zur Decke. Einatmen, langsam aufrichten und dreht euch wieder zur Mitte. Und nochmal aus. Das Becken bleibt stehen. Arme, Schulter, Hör. Atmet ein, mit Ausatmen Po nach hinten und zieht mit der linken Hand zum rechten Fuß. Rücken nicht runter, Wirbelsäule bleibt lang. Einatmen, aufrichten und mit Ausatmen nach vorne zur Mitte. Bleibt hier, verlagert das Gewicht nach links, hier mit der linken Hand über den Boden aufstützen. Rechtes Bein bleibt gestreckt. Die Hand befindet sich genau unter der Schulter, hier eine Linie. Schultern öffnen, Brust raus, legt rechte Hand an den Hinterkopf. Atmet in die Seiten des Brustkorbs ein, Rippen schließen, Bauchnabel nach innen und nun rechtes gestrecktes Bein vom Boden lösen. Atmet ein und auch aus. Kopf bleibt dabei ein Verlängern der Wirbelsäule, also nicht so machen, Rücken nicht runter, Schultern öffnen, eine Linie und hoch. Der Arm bleibt gestreckt. Zieht hier mit dem rechten Ellbogen nach oben zur Decke. Zweimal noch. Und das letzte Mal. Arm nach oben ausstrecken. Und bringt das Bein nach unten und Arm weiter über den Kopf zur Seite. Macht euch richtig lang. Zieht Arm und Bein auseinander. Hier Rippen auseinanderziehen. Atmet ein, mit Ausatmen. Drückt euch hoch und neigt euch nach rechts. Ein, zieht Arm auseinander und aus. Rippen schließen. Noch zweimal. Und das letzte Mal. Bleibt kurz hier und zur Seite ein bisschen federn. Das Becken nicht nach hinten kippen. Bleibt hier vorne. Atem fließen lassen. 4, 3, 2, langsam aufrichten. Geht auf beide Knie. Eine Linie, Hüftgelenk breit, Hüftgelenk, Kniegelenk. Das Becken nach vorne. Beide Arme nach vorne ausstrecken. Dreht Arme mit Handflächen nach oben. Schultern öffnen, Brust raus. Nun mit Einatmen. Bringt Oberkörper nach hinten. Also achte darauf, dass das Becken hier vorne bleibt. So, das Becken bleibt vorne, nicht so machen. Atmet ein und mit Ausatmen. Hoch, Arme nach oben. Ein und noch. Aus. Zieht und nach vorne in die linke Arme. Hoch, Schultern bleiben unten. Lass den Papagei auf den Schultern sitzen. Und noch. Zweimal noch. Das letzte Mal. Und Arme über die Seiten absinken. Wir wechseln die Seite. Linkes Bein zur Seite ausstrecken. Dort der Schultergürtel befindet sich genau über dem Beckengürtel. Bein gestreckt. Aktiviert hier Bauch, Beckenbodenmuskulatur. Arme zur Seite ausstrecken. Atmet in die Seiten des Brustkorbs ein. Rippen schließen, zieht Bauchnabel nach innen und dreht euch nach links. Atmet erneut ein und mit Ausatmen. Po nach hinten, mit dem geraden Oberkörper nach vorne. Zieht hier mit der rechten Hand zum linken Fuß, mit dem linken Arm nach oben zur Decke. Aufrichten und dreht euch nach vorne zur Mitte. Atmet erneut ein, nochmal drehen. Einatmen, nichts machen, mit Ausatmen nach vorne beugen. Aufrichten und in der Mitte. Oh, Schultern bleiben unten, verlagert das Gewicht nach rechts. Mit der rechten Hand hier über den Boden aufstützen. Die Hand bleibt wieder unter dem Schultergelenk. Schultern öffnen. Legt linke Hand an den Hinterkopf. Schultergelenke nach außen, Brust raus. Atmet ein in den seitlichen Brustkorb. Ausatmen. Rippen schließen, Bauchnabel zur Wirbelsäule und linkes Bein anheben.
Und hoch. Zieht auch hier das Bein aus dem Hüftgelenk, Kniegelenk raus. Immer über die Länge. Der Nacken ist lang, Rücken nicht runter. Zweimal noch. Und das letzte Mal. Hoch. Das Bein bleibt hier oben. Linken Arm nach oben zur Decke ausstrecken. Und bringt das Bein nach unten, Arm über den Kopf nach hinten. Zieht die Taille hier von unten nach oben. Atmet erneut ein und mit Ausatmen aufrichten und neigt euch nach links. Atmet ein, zieht zur Seite und aus das Becken gerade. Und noch zweimal. Das letzte Mal. Bleibt hier und zur Seite wippen, Finger. Das Becken mehr nach vorne schieben. 4, 3, 2 und aufrichten. Geht auf die Knie und dreht euch nach rechts. Wieder 4 Füßlerstand. Die Hände bleiben unter den Schultern, die Knie unter den Hüften. Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. So, atmet in die Seiten des Brustkorbs ein. Schließt deine Rippen, zieht Bauchnabel nach oben zur Wirbelsäule und hier linken Arm, rechtes Bein vom Boden lösen, Bein nach hinten ausstrecken. Zieht mit Fingerspitzen nach vorne, mit Zehenspitzen nach hinten. Macht euch richtig lang. Bauchmuskulatur, haltet diese Verbindung. Einatmen, Arm und Bein beugen. Zieht mit dem Ellbogen zum Knie. Rücken dabei runden, macht den Katzenbuckel, Kopf absenken und aufrichten. Macht euch wieder lang. Atmet ein und aus. Zieht auseinander. Zweimal noch. Ein letztes Mal. Bleibt hier. Fuß hinten flexen und bringt das rechte Bein nach unten, Fuß auf die Fußspitze anstellen. Der Arm bleibt hier oben. Atmet wieder ein mit Ausatmen. Zieht mit dem linken Arm nach oben zur Decke. Dreht euch zu mir nach vorne. Schultern öffnen, Brust raus und kreist mit dem Arm weiter nach hinten. Atmet ein, zieht nach vorne ins Linke und aus. Das Becken bleibt dabei ganz ruhig. Noch zweimal. Geht zur Mitte, rechtes Bein beugen, schiebt den Po nach hinten, setzt euch auf die Ferse. Arme nach vorne, ausstrecken, Kopf absenken. Atmet ein und mit Ausatmen drückt euch mit dem geraden Oberkörper nach dem Boden nach vorne. Arme strecken, Rücken runden, macht den Katzenbuckel und zieht mit dem Po nach hinten, setzt euch auf die Fersen. Nochmal mit dem geraden Oberkörper nach dem Boden nach vorne. Arme strecken, Rücken runden und zieht mit dem Po nach hinten. Zweimal noch. Und ein letztes Mal. Arme ausstrecken, Rücken runden, macht den Katzenbuckel, bleibt kurz hier. Und langsam aufrichten, Kopf anheben, Brust raus. So, setzt euch wieder hin mit dem Gesicht nach vorne auf das Handtuch drauf. Und hier rechtes Bein beugen, linkes Bein zur Seite ausstrecken. So, setzt euch gerade hin. Schultern öffnen, Bauch, Beckenboden anspannen. Atmet in die Seiten des Brustkorbs ein. Nun mit Ausatmen rechten Arm über die Seite anheben
und neigt euch dabei nach links zum gestreckten Bein. Einatmen, aufrichten, hier mit der rechten Hand abstützen und schwingt mit dem linken Arm nach oben, bringt auch das Becken nach vorne. Hier Arm und Bein auseinanderziehen. Atmet ein, setzt euch wieder hin. Ausatmen, rechten Arm nach links neigen. Ein und noch. Aus. Noch einmal. Das Becken ablegen und wir wechseln die Seiten. Linkes Bein beugen, rechtes Bein zur Seite ausstrecken. Setzt euch gerade hin. Atmet in den seitlichen Brustkorb ein, Rippen schließen, Bauchnabel zur Wirbelsäule, linken Arm hoch, neigt euch nach rechts zum gestreckten Bein. Einatmen, aufrichten, mit Ausatmen schwingt hier mit dem rechten Arm nach oben, zieht nach oben, Arm und Bein auseinander. Bringt das Becken mehr nach vorne. Ein und noch. Aus. Noch einmal. Das Becken nach unten. Beide Beine beugen, nehmt beide Beine in Schneidersitz. Setzt euch gerade hin. Und Arme über die Seiten anheben. Nach oben greifen. Zieht Wirbelsäule auseinander, Rippen auseinander. Werde mit diesen Bewegungen ein bisschen größer, ein bisschen länger. Ein letztes Mal. Bleibt hier und Rücken runden, Kopf absenken, Arme beugen, rollt euch in ein kleines Beckchen zusammen. Und langsam Wirbel für Wirbel aufrichten. Schultern öffnen, Kopf anheben, macht euch wieder lang. So, das war's für heute. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Ich hoffe, dass wir uns bald wieder sehen, wieder im Studio sehen. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Ich hoffe auch, dass ihr das alle mal eine Stunde mitmacht und nicht nur zuguckt. Bleibt gesund, bleibt fit, bleibt zu Hause und tschüss.